Hallo meine Lieben, heute habe ich endlich das Cricut Joy Extra Video für euch, weil da hattet ihr mich ja danach gefragt und ich muss ganz ehrlich sagen, der Beschaffungsprozess, dass ich die überhaupt kaufen konnte, war ein bisschen anstrengend, sagen wir es mal so, weil ich musste die schlussendlich über Deutschland, über meinen Einkauf kaufen, weil sie in der Schweiz immer noch nicht erhältlich ist. Und ich muss ihr auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe diesen neuen Weg auch nicht, das Gerät zu verkaufen, weil ich kaufe meine Geräte alle beim Fachhändler, die Geräte oder die Cricut-Geräte und auch andere Plotter eigentlich von Anfang an auch verkauft haben und die auch die Geräte alle verwenden. Das heißt, die können dann auch eure Fragen beantworten, wenn ihr da was kauft. Und ja, das scheint jetzt bei der Cricut Joy Extra nicht mehr so zu sein. Und jo, also wie gesagt, für diejenigen in der Schweiz ist leider noch nicht erhältlich, hoffentlich bald dann, aber eben auch nicht bei euren Fachhändlern, sondern das wird dann, glaube ich, irgendwo im Detailhandel wird es die geben. Aber darum geht es ja heute nicht, sondern ich wollte euch die Cricut Joy Extra zeigen, was die im Vergleich zur Cricut Joy besser kann, was es da für Verbesserungen gegeben hat. Und dann wollte ich euch aber auch am Schluss des Videos noch zeigen, was für andere Alternativen es gibt zu diesem Gerät, wenn es jetzt nicht zwingend ein Cricut-Gerät sein muss, einfach damit ihr da dann auch vergleichen könnt, weil ich sage ja nie, das ist das beste Gerät oder dieses ist das beste Gerät, sondern ich bin immer noch der Meinung, dass je nachdem, wie ihr arbeitet, das eine Gerät besser zu euch passt als das andere und deshalb zeige ich euch auch immer eben alle Geräte, so wie eben die Cricut Joy Extra und damit starten wir auch gleich nach dem Intro. Starten wir mal mit der Box selber. Na, hier, upsie, öffnet sich auch gleich selber. Cricut Joy Extra und eine kleine Vorwarnung. Ich werde heute und auch in Zukunft das Ding immer die Cricut Joy nennen oder die Cricut Joy Extra nennen. Ich weiß, das ist irgendwie, glaube ich, der oder den, keine Ahnung. Aber ja, es ist der Plotter, aber Joy ist für mich weiblich, von dem her wird die auch in Zukunft bei mir als die betitelt. Ne? Denen das nicht gefällt, müsst ihr einfach weghören. Ne? Vorteil von der im Vergleich zur Cricut Joy ist, dass ihr natürlich durch die Größe auch größer schneiden könnt und das ganz Coole, wo ich mich drauf gefreut habe, ist, dass ihr eben einen neuen Print-and-Cut machen könnt, nämlich einen Drucken und dann schneiden. Gucken wir mal, was da in der Box drin war. In der Box drin habt ihr natürlich die Cricut Joy Extra, also den Plotter, schön in weiß, wo ihr dann selber eure Sticker drauf machen wollt oder eure Vinyl drauf machen wollt und die so verzieren könnt, wie ihr wollt. Bei mir wird die genauso bleiben. Dann haben wir ein kleines Paket, da gucken wir gleich noch rein. Wir haben einen Stift mit dabei, das ist ein 0,4 schwarzer Stift. Und dann natürlich Stromkabel plus 2 Stecker, je nachdem wo ihr seid. Den brauche ich nicht. Ich nehme hier auch gleich schon den richtigen, der bei uns dann auch funktioniert. So, Stromkabel. Und hier im Paket drin, wie wir uns das auch gewohnt sind von Cricut, haben wir Bedienungsanleitung, dann ein Los geht's, dann was zur Garantie und dann habt ihr hier eben auch schon Materialien. Einerseits haben wir hier ein Stück Smart Label, dann haben wir Smart Vinyl, 2 Stück. Dann haben wir ein Stück Transfer-Tape und wir haben ein Smart Iron-On. Ne? Das merkt ihr auch, wenn ihr euch fragt vom Unterschied her, die sind massiv dicker und dadurch kann der Plotter das auch schneiden, ohne dass er eine Matte braucht. Was ihr nicht mit dabei habt, ist eine Schneidematte. Die müsst ihr euch zusätzlich kaufen
Und hier auch der Hinweis für diejenigen, denen das nicht bewusst ist, es ist genau gleich wie bei der Cricut Joy auch schon, dass ihr das Ganze nicht mit USB bedienen könnt oder WLAN, sondern das läuft über Bluetooth. Damit ihr da auch gleich den Vergleich seht, Cricut Joy Extra hier seht, die ist gewachsen, ne? Also größer geworden. Hier hatten wir 13,8 cm x 21,4 cm mal 13,8 cm und die hier ist jetzt 31,7 cm mal 15,2 cm mal 13,9 cm. Gewicht ist sie auch schwerer geworden. Die hier ist 1,75 Kilo und die hier ist 2,7 Kilo. Aber durch die Größe habt ihr natürlich auch mehr Platz zum Schneiden, weil hier habt ihr neu 20,8 cm, eben mal die 29,7 cm. Und wenn ihr Smart Material verwendet, dann seid ihr sogar bei 21,6 cm mal 1,2 Meter. Verbindung, wie gesagt, bei beiden war das, also es war ja auch schon bei der Cricut Joy so, dass ihr das Ganze über Bluetooth verbindet. Das Schöne ist, dass ihr die Tools, die ihr hier zur Verfügung habt, den Stift, das Foiling-Tool, das funktioniert auch hier. Das heißt, die beiden sind untereinander kompatibel. Natürlich ist die nicht kompatibel, also sind beide nicht kompatibel mit den Tools vom Maker, weil da ist der Umfang größer von den Tools. Von dem her untereinander ja, mit dem Maker oder mit Explorer nein. Da ich das schon wusste, dass da keine Matte drin ist, habe ich mir 3 Matten gekauft, nämlich die Light Grip Matte, die Standard Grip Matte und die Kartenmatte. Und hier im Vergleich zur Cricut Joy, das war die normal große Matte. Seht ihr so das Größenverhältnis, sieht schon ein bisschen anders aus, ne? Und die große Matte für die Cricut Joy ist genau gleich lang, aber eben nicht so breit. Und wenn wir uns die Kartenmatte angucken, dann ist auch die größer, weil, also ihr habt jetzt nicht die 4x4, wie ihr mit dem Maker habt, aber mit der konntet ihr ja nur 2 der 3 Kartengrößen von Cricut schneiden. Hier könnt ihr alle Kartengrößen damit schneiden. Prinzip funktioniert aber wieder genau gleich. Aber ihr seht, es ist halt einfach, ihr habt definitiv mehr Arbeitsfläche, um damit zu arbeiten. Was ich mir auch noch gekauft habe, um euch das zu zeigen, ist einerseits ein Heat Transfer Vinyl, eben Smart Material, und ein permanentes Vinyl, auch Smart Material, weil ich natürlich das Schneiden ohne Matte ausprobieren wollte. Ich habe aber nicht mehr davon bestellt, weil ich das in der Regel nicht verwende, weil ich finde einfach den Preis eigentlich zu groß oder zu hoch. Und ich muss ja immer eine schöne gerade Kante haben, damit er das einziehen kann. Und dann muss ich trotzdem mit den restlichen Materialien, wenn ich mit den Resten arbeite, wieder auf die Matte. Von dem her, ich habe es einfach bestellt, um es euch zu zeigen. Aber wie gesagt, in der Regel verwende ich das nicht. Und dann habe ich noch 2 weitere Sachen gekauft, nämlich einerseits das Printable Vinyl und ein Printable Iron-On, damit wir auch das angucken können, das eine für Sticker machen und das andere, um das auf Stoffe aufzubringen. Von dem her, ja, ihr könnt ohne Matte arbeiten, aber nur mit den Smart Materials. Was ich mir damals auch gekauft hatte, war eine Tasche für die Cricut Joy, weil das ist für mich einer der Vorteile oder einer der großen Vorteile von diesen kleinen Geräten oder kleinen Plottern, dass ich die eben auch mitnehmen kann. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr im Herbst, war ich bei meinem ehemaligen Team in Mainz und da war schlechtes Wetter angesagt und ich dachte mir einfach, dann machen wir einen Plottnachmittag und habe da einfach die Joy mitgenommen, die Mini Heat Press, paar Materialien, damit die da Sachen schneiden können, und das hat echt super viel Spaß gemacht. Das heißt, um die einfach mal mitzunehmen, weil man kann es halt einfach auch schön mit dem iPad bedienen. Das heißt, ich brauche noch nicht mal einen Computer dazu. Und das andere ist zum Beispiel, wenn ich im Sommer irgendwas draußen machen will, natürlich brauche ich eine Stromzufuhr, aber es ist halt einfach super, weil ich die eigentlich quasi überall bedienen kann. Und ja, die Cricut Joy Extra ist größer,
Aber trotzdem, für mich hat es so eine Größe und ein Gewicht, wo man das durchaus noch mitnehmen kann. Wenn wir die aufmachen, innen drinne habt ihr wie immer das Messer. Da könnt ihr ganz einfach das hier öffnen, Messer rausnehmen. Na, das ist euer Standardschneidemesser und das ist auch das einzige Messer, was es hat. Und ja, mehr kann ich euch nicht zeigen. Es ist tatsächlich einfach, ne, so einfach wie es in der Bedienung ist, genauso einfach ist der Aufbau. Und ich schließe das jetzt kurz an den Strom an, damit ich das dann auch gleich mit dem iPad verbinden kann. Das Kabel müsstet ihr dann natürlich so platzieren, dass ihr hier hinten Platz habt für den Durchlass, wenn die Matte durchkommt. Es gibt keinen Ein- oder Ausschalter. Wenn es am Strom ist, ist sie ein. Wenn sie nicht am Strom ist, ist sie aus. Ganz einfach. Ich habe den Cricut Design Space geöffnet. Da kann ich auf Maschinenwahl und jetzt kann ich eben sagen Cricut Joy Extra. Dann gehe ich auf, ich mache hier ein neues Projekt. Und jetzt könntet ihr hier mit den Dateien und Formen arbeiten und Bildern und Sprüchen, ne, wie ihr das eben schon vom Cricut Design Space kennt. Ich will aber heute ganz schlicht einfach kurz einen Schriftzug ausprobieren und zwar für die Klötzchen. Ich dachte mir, ich nehme hier einfach 2 Klötzchen und mache da einen Schriftzug drauf. Und da muss ich natürlich wissen, wie groß das ist. Die sind 2,2 cm von der Breite her und von der Länge her haben wir 16 cm. Das ist die Arbeitsfläche, mit der ich arbeiten kann, weil ich will auch gerade so ein bisschen ausprobieren, wie filigran ich denn hier mit der Maschine schneiden kann. Na, wenn schon, testen wir das hier gleich richtig. Das heißt, ich gebe hier einen Text rein. Und damit das dann zusammenhängt, hole ich mir hier eine Glyphe. Wenn das neu für euch ist, na, das könnt ihr, da habe ich auch schon Videos dazu gemacht. Dann gehe ich hier auf Aktionen und vereine das. Und ihr könnt das jeweils kontrollieren, wenn ihr zum Beispiel hier sagt, bei Bearbeiten soll nicht ein Schnitt sein, sondern es soll Schreiben sein. Dann seht ihr auch, ob es hier noch zwischendurch Schnitte hat oder nicht. Aber ich gehe wieder zurück auf Schneiden. Jetzt muss ich das eben von der Größe natürlich noch anpassen. Da hatte ich gesagt, von der Höhe her maximal 2,2. Ich würde sagen, nehmen wir 2, damit ich oben und unten noch Platz habe. Dann landen wir bei 10,73 und das passt auf das Hötzchen drauf. Und jetzt kann ich eigentlich schon sagen, herstellen. Dann, weil ich mit dem Smart Material arbeite, kann ich sagen, ohne Schneidematte. Bestätigen. Dann werdet ihr hier nochmal gefragt, ne, spiegeln oder nicht. Ich mache jetzt zuerst, machen wir zuerst das Smart Vinyl und deshalb spiegle ich das. Gehe weiter. Dann muss man das jeweils noch kurz aktivieren. Und in der Zeit kann ich schon kurz das Material auspacken. So, und wenn ihr dann durch seid mit dem Updaten, dann könnt ihr fortfahren machen. Und dann kommen wir schon zum nächsten Schritt, nämlich wo wir die Materialeinstellungen machen. Jetzt habe ich hier Smart Iron On. Gehe ich kurz auf alle Materialien. Und da habe ich zuoberst auch gleich das Smart Iron On. Genau, das nehme ich. Jetzt sagt er mir, ich soll das laden und bei denen natürlich, ne, das Glänzige ist die Trägerfolie, das Matte ist die euer HTV, eure Aufbügelfolie. Gucken wir eben, dass es hinten genug Platz hat. Und dann kann ich, ihr habt zwar hier 2 Führungen, da kann ich das Ganze einfach reingeben und gucken, dass es schön gerade, also parallel drin ist. Dann guckt er, ob er genug Material hat für meinen Auftrag. Und wenn das der Fall ist, kann ich hier in der App ganz einfach noch auf Losgehen.
Normalerweise würde man Testschnitte machen, habe ich jetzt vergessen. Wir machen auf gut Glück. Ist ja nicht so ein Riesenprojekt, aber wenn ihr ein großes Projekt macht, macht am besten zuerst kurz einen Testschnitt. Das heißt, nehmt eine kleine Form, einen Stern oder sowas, ein bisschen was Filigranes. Dann guckt ihr einfach, reicht die Schnittstärke aus, um durch das Material zu schneiden. Und wenn nicht, müsst ihr einfach quasi den Schneidedruck in der App drin erhöhen für dieses Material. Warum habe ich jetzt zuerst die Aufbügelfolie gemacht oder die Flexfolie? Wenn ihr extrem filigran geht, dann funktioniert die in der Regel besser als das selbstklebende Vinyl. Sagt auch schon, ist fertig, auswerfen, ich sage okay und dann gibt er die Matte wieder raus. Und ich denke mal, das sieht gut aus. Und jetzt wichtig ist, dass ihr das hier oben gerade abschneidet. Das heißt, ich lege das hier gerade rein. Natürlich so, dass ich jetzt nicht mein Motiv schneide, aber dass ich die ganze Länge abschneide, weil sonst könnt ihr das nicht wieder einspulen. Jetzt habe ich hier oben ein ganzes Stück, respektive ich schneide zuerst hier drüben, einfach bis zu meinem Design. Weil dann kann ich dieses Stück mit der Matte noch verwenden. Und wenn man so kleine Sachen hat, kann man sogar hier oben auch noch ein bisschen abschneiden. Das ist ganz ehrlich gesagt eines der Dinge, was ich eben an diesem Material nicht so mag, dass ich extrem viel Material verliere, weil es ist, also klar, mit dem kann ich nachher auf der Matte arbeiten, aber jedes Mal, wenn der einspult, dann braucht er vorne Fläche, um das greifen zu können und ich verliere bei jedem Schnitt Material. Aber jetzt gucken wir mal, wie gut sich das entgittern lässt. It never rains in California. The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind. Ihr seht, wie einfach ich das wegziehen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann habt ihr entweder zu tief oder zu wenig tief geschnitten. Das heißt, da müsst ihr wirklich mit den Testschnitten gucken, dass ihr die anpasst, aber ich zeige es euch jetzt gleich auf dem Hölzchen. Jetzt hat es wirklich perfekt geschnitten. Jetzt, wenn ihr euch fragt, kann ich denn jetzt nur Smart Material damit verwenden? Nee, natürlich nicht. Wir versuchen jetzt auch gleich das gleiche Motiv nochmal zu schneiden und zwar diesmal mit der Schneidematte. Und Schneidematte natürlich die Folie, die hier drauf ist, nicht wegschmeißen, die muss nachher wieder drauf. Ich habe hier das von Caesar, auch hier die glänzende Seite muss nach unten zeigen. Dann lege ich das hier oben in die Ecke. Gucken, dass keine Falten drin sind. Jetzt bin ich hier, muss aber da wieder raus oder ich kann es hier ändern eigentlich, weil hier steht ohne Schneidematte und ich will ja mit Schneidematte. Das heißt, ich nehme auf der Schneidematte, sage, jetzt hat es wieder gedreht, wieder spiegeln für Iron-On, weiter. Jetzt habe ich hier das nicht in meiner Auswahl, was ich eigentlich haben möchte. Gehe mal auf alles und dann weiß ich, das ist Everyday Iron-On. Und dann kann ich das Ganze auch schon laden. Das heißt, anstatt das Material ladet ihr jetzt einfach hier die Matte rein. Dann guckt er, ob die Matte gut ausgerichtet ist. Und jetzt kann ich auf Los drücken in der App. Und lassen wir den kurz schneiden. Wenn er fertig ist, kann ich sagen, Matte auswerfen. Wunderbar. Und dann kann ich das von der Matte lösen. Das noch kurz ausschneiden, damit ich den Rest der Folie noch für was anderes verwenden kann. Ich weiß, eine Freundin von mir wird wieder lachen, weil ich immer so kleine Sachen ausschnippele, aber ich kann selbst dieses Stück noch für kleine Herzchen oder sowas verwenden, ne? Geht.
Ich verwende hier mein eigens gebasteltes Entgitterungstool. Das ist ganz einfach einen Druckbleistift, wo ich vorne eine Nadel reingemacht habe. Mit dem arbeite ich eigentlich am liebsten, weil ich so schön mit so filigranen Sachen arbeiten kann. And you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire, but baby. Und ihr seht auch, das hat wunderbar funktioniert. Das heißt, ihr könnt auch mit anderen Folien dann einfach mit der Matte arbeiten. So, das war jetzt das Smart Iron-On und eine normale Flexfolie. Jetzt wollen wir das gleiche noch machen, aber diesmal mit dem selbstklebenden Vinyl. Da sage ich zuerst auch wieder ohne Schneidematte bestätigen. Diesmal nicht spiegeln, weil diesmal mache ich das eben aus einer Vinylfolie. Sage weiter. Dann habe ich hier Smart Vinyl Permanent. Da steht hier auch drauf. Nehmen wir. Und dann kann ich das Ganze auch schon laden. Auch hier wieder gucken, dass ihr hinten genug Platz habt. Und hier ist es klar, ne? Das ist die Trägerfolie, die muss unten sein. Und dann das Ganze gerade einfügen. Jetzt hat er auch geguckt, hatte genug Material und ich kann in der App sagen, los. Wenn er fertig sagt, sagt das wieder. Ich kann auswerfen. Da müssen wir auch das wieder schön gerade abschneiden. Jetzt bei Vinyl braucht ihr ja immer Transferfolie und die könnt ihr auch ein paar Mal verwenden. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich hier ein Stück abschneide und das nur einmal verwenden kann, sondern die könnt ihr mehrmals verwenden. Das heißt, ich schneide mir hier einfach ein Stück raus, was groß genug ist. Weil was ich bei Vinyl gerne mache, ist, dass ich ein umgekehrtes Entgittern mache. Das heißt, ich fange mal an und nehme nur die Innenteile raus. Ich bin gerade froh, habe ich einen Basteltag eingelegt, weil draußen, ich weiß nicht, ob ihr das hört, ich hoffe, es funktioniert, dass es nicht zu stark für euch ist, aber da geht gerade, also da kommt gerade ziemlich viel vom Himmel runter, ne? So, Transferfolie drauf machen, dann das Ganze feststreichen, upsie. Und dann nehme ich zuerst die Upsi, das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich das haben wollte. Streichen das von der Rückseite auch noch fest. Dann versuchen wir das vorsichtig zu lösen. Das Ziel wäre eigentlich, dass die Vinylfolie auf der Trägerfolie bleibt. California, the sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying home, you don't get out. You always used to love. Und erst jetzt löse ich den Rest der Folie, den ich nicht brauche. But LA changed you. No rain, no flowers. Nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night now. Das war jetzt eine Tortur.
Ich weiß nicht, ob es an der Beschichtung auch von dem Material liegt, dass das, weil es nicht so gut hier auf der Übertragungsfolie haftet. Ich versuche es kurz noch so hinzulegen, dass es wieder funktioniert. So. Dann haben wir das auf der Übertragungsfolie drauf. Jetzt kann ich das Klötzchen nehmen, wo ich das gerne drauf haben möchte. Schön ausrichten. Und dann feststreichen. Und dann könnt ihr die Übertragungsfolie wegziehen. Die eben könnt ihr wieder verwenden. Und dann haben wir hier wunderbar unseren Schriftzug auf dem Klötzchen drauf. Und wie beim anderen probieren wir jetzt das Ganze auch noch kurz mit einer anderen Vinylfolie, die ich schon habe, und mit der Matte. Und zwar habe ich hier einen ganz einfachen Lila. Das sind die Folien, mit denen ich am meisten arbeite. Das ist Retrama. Das heißt, auch hier muss ich wieder ändern, dass ich auf der Schneidematte schneide, sage weiter. Und in der Regel habe ich hier ein Vinyl. Ich nehme jetzt mal das Premium Vinyl permanent glänzend. Und dann testen wir das halt einfach mal. Ob das denn funktioniert. Wie gesagt, Testschnitte helfen in der Regel. Ich mache es hier jetzt einfach mal ohne Testschnitte, weil ich natürlich auch will, dass wir da so ein bisschen vorwärts kommen. Ne? Kann ich auf Los sagen. Und drücke die Daumen, dass das hier tatsächlich funktioniert. Ich werde fertig jetzt Material auswerfen. Und dann mache ich hier auch ein Reverse Reading, das heißt ein umgekehrtes Entgittern. Dann löse ich hier die Trägerfolie und so sollte es eigentlich funktionieren. Und dann kann ich den Rest des Vinyls auch noch ablösen. Das heißt, ich ziehe immer nach oben, so dass ich nicht plötzlich das mit dem Rest des Vinyls zusammenklebe. So, unser Klötzchen. Dann haben wir auch das hier drauf geklebt. Und jetzt haben wir natürlich noch die beiden, die Aufbügelfolien sind, und die mache ich hier kurz mit der Cricut Mini, bringe ich die hier drauf. Die Mini Press habe ich auf der 2. Stufe und hier aufpassen, dass ihr nicht mit zu viel Druck arbeitet und auch nicht zu lange drauf bleibt und vor allem auch nicht hin und her ruckelt. Einerseits, damit der Kleber nicht rausläuft, und das Hin- und Herruckeln ist halt einfach, wenn das warm ist auf dem Material, kann es sein, dass sich das Ganze dann verschiebt. Gehe ich so ein paar Mal drauf, dann gucke ich einfach, kann ich das Ganze schon lösen. Das war auch schon der Fall. Und dasselbe machen wir jetzt auch noch mit dem. Und so einfach habe ich Klötzchen beschriftet, die beiden oberen mit dem Vinyl, was selbstklebend ist, und die unteren beiden mit der Flexfolie Iron-On, hier das
Smart Iron-On, hier die Sisa-Folie, hier haben wir Smart Vinyl und hier oben haben wir das Vinyl von Retrama. Und ihr seht, wie schön filigran ihr hier wirklich mit diesem kleinen Plotter schneiden könnt. Finde ich klasse. Bevor wir ins nächste Projekt reingehen, hier noch kurz ein Tipp. Was ich bei meinen Folien gerne mache, ist einfach kurz hier einen Spruch drauf zu machen. Von wegen, wirst du bügeln, musst du spiegeln. Das hat zwei Vorteile. Einerseits vergesse ich eben nicht zu spiegeln, wenn ich etwas aufbügeln will. Und das andere ist, ich sehe auch immer, auf welche Seite hier die Folie drauf will. Weil ich versuche ja möglichst hier auf dieser Seite möglichst wenig Fussel und Staub zu haben. Von dem her versuche ich das auch immer gleich auf die Matte zu kleben. Und das hilft dann eben auch, weil ich die Schrift ja lesen können muss. Wenn ich das nicht könnte, dann wäre sie falsch rum. Ne? Das mache ich jeweils mit den Matten, hier als kleiner Gratis-Tipp. Kommen wir noch zu einem weiteren Thema, nämlich dem Drucken und dann Schneiden. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, ich habe schon getestet und das war auch gut so, weil dann kann ich euch gleich sagen, was funktioniert, was nicht funktioniert, weil, fangen wir mal auf dem iPad an. Was ich gerne mache auf dem iPad ist, dass ich meine eigenen Bilder verwende, hochgeladene Bilder öffnen, weil ich habe schon hochgeladen. Und zwar wollte ich, wo haben wir ihn? Hier, diesen Klon, den füge ich hinzu. Mach den kurz ein bisschen kleiner. Jetzt habe ich den als Bild gespeichert ohne Hintergrund und was ich gerne habe bei den Stickern ist, dass ich eine weiße Linie außenrum habe. Das mache ich in der Regel einfach so, dass ich das Bild habe und dann sage ein Offset, sage fertig, passt für mich, dann gehe ich kurz auf die Ebenen. Blende hier das Bild kurz aus, damit ich nur das sehe. Und da gehe ich auf Aktionen, Kontur und nehme hier diese Innenteile weg, dass ich nur noch das Außen habe, mache das auch gleich weiß und dann blende ich meinen Gnome hier wieder ein und dann markiere ich beide und sage Ebenen, weil dann ist es eine flache Datei. Das ist das, was ich am PC mache. Wenn ich jetzt hingehe und sage Herstellen, dann sieht es hier noch gut aus. Ich gehe mal weiter. Ich sage hier Anschnitt rausnehmen und gehe weiter. Und dann sage ich an Drucker senden. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber so sieht dann mein Bild aus. Und es ist nicht nur so, dass das hier so angezeigt wird, sondern ich hatte dann einen Sticker-Sheet vorbereitet und das sah dann so aus. Also unbrauchbar. Und ich wusste aber, also ich hatte das nicht nur hier mit der Cricut Joy Extra, sondern ich hatte das auch mit dem Maker. Irgendwann im April hatte ich das mal versucht, aus dem iPad mit einem eigenen Bild, wenn ich das so gemacht habe, das zu schneiden, war genau dasselbe Problem. Dann habe ich versucht, das Ganze mit einfach Bildern von Cricut zu machen, die schon einen Offset haben. Das hat wunderbar funktioniert zum Schneiden, also hier wirklich super Schnittlinien. Und dann habe ich gemerkt, okay, es liegt daran, wie ich die Datei aufbereite, nämlich dieses Offset machen und dann Ebenen. Das funktioniert nicht auf dem iPad und zwar egal, ob mit Cricut Joy Extra oder mit dem Maker. Ne? Auf dem PC mache ich das so, einfache Variante. Ich habe auch versucht, auf dem PC das Ganze vorzubereiten, in der Cloud zu speichern und dann einfach auf dem iPad auszuführen. Auch das funktioniert nicht. Ne? Und ihr habt gesehen, ich habe dieses über den Rand hinaus drucken, habe ich rausgenommen. Das sollte wirklich nicht so aussehen.
Und jetzt habe ich mir was anderes überlegt, wenn ich mit dem iPad arbeite, weil wenn ich mit einem Gerät wie der Cricut Joy Extra oder der Cricut Joy arbeite, dann arbeite ich hauptsächlich mit dem iPad, weil ich finde, das hat einfach das Schöne, dass ich hier flexibel bin. Aber da musste ich eine andere Lösung haben, eben für das Drucken und Schneiden. Und was ich da mache, ich gehe in Procreate rein. Na, das habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt, was Procreate ist und wie man damit arbeitet. Es ist ein pixelbasiertes Programm. Und da habe ich mir ganz einfach, ich blende das hier kurz aus, damit ihr das seht. Hintergrundfarbe. Ich starte mal so, wie ihr das sehen würdet. Na, Hintergrundfarbe ist in der Regel weiß. Dann gehe ich hier rein und sage hinzufügen. Dann habe ich gesagt, Datei einfügen. Ich habe von Stuff Deluxe diese Datei. Die ist mit einem transparenten Hintergrund. Ne? Und dann habe ich es so gemacht, dass ich den Hintergrund, dem eine andere Farbe gesehen habe, dass ich sehe, was ich mache. Dann eine neue Ebene unter meinem Bild. Na, wollen wir? Ja, wir wollen. Und dann bin ich hier auf komplett weiß. Habe vom Stift her einfach einen Feinliner und habe den relativ dick eingestellt. Das mache ich hier einfach mal einen Kreis. Wenn ich mit dem Finger drauf gehe, wird es ein perfekter Kreis. Kann ich gucken, wie viel ich da ungefähr haben will. Upsi, hat nicht funktioniert. Moment. So, Finger drauf, damit es proportional wird. Ich denke, so funktioniert das. Dann können wir das noch ein bisschen verschieben. Noch ein bisschen kleiner. So will ich mein Offset haben. So habe ich das Gefühl, das passt. Blende hier kurz das Bild aus und schiebe ganz einfach die Farbe hier rein, damit es ausgefüllt ist. Und dann gehe ich hier auf das Bild. Und die Teile, die jetzt außerhalb von diesem Kreis sind, da fahre ich ganz einfach mit diesem Stift nach. So, dann habe ich überall ein Offset, blende hier das Bild nochmal aus und fülle hier ganz einfach die Teile, die noch nicht ausgefüllt sind. Und jetzt pinche ich, also verbinde oder füge die beiden Ebenen zusammen und blende den Hintergrund aus, weil so habe ich jetzt einen Sticker mit einem Offset und kann das als PNG exportieren. Und hier bin ich dann einfach auf Hochladen gegangen, habe gesagt, aus der Fotobibliothek. Dann habe ich hier, sehe ich, dass es wunderbar funktioniert hat, sage Anwenden, sage Freundinnen, so heißt die Datei. Und eben hier drucken und dann schneiden ausgewählt und sage hochladen. Das kann man dann noch ein bisschen kleiner machen, so groß brauchen wir es nicht. Und was ich dann mache, ist, dass ich hier ganz einfach ein Rechteck einfüge in der Größe von einer A4-Seite. Sehe ich nämlich auch, wie viel Platz ich habe. Und dann fülle ich das quasi mit meinen Stickern. Dann kann ich das Blatt wieder ausblenden, markiere die alle und sage verbinden, damit die dann wirklich auf einem Blatt gedruckt werden. Jetzt habe ich hier ein Ausrufezeichen, der sagt mir, das ist zu groß. Gucke ich mir an, er sagt, für diese Form ist die maximale Größe 16,59 mal 23,76. Automatische Größenänderung, sage ich okay, passt. Und jetzt kann ich auf Herstellen gehen. Dann
Anschnitt brauche ich nicht, weil ich habe den weißen Rahmen ringsherum. Alles andere kann ich so lassen. Sage weiter. Und dann, ich glaube jetzt bei dem Schritt kommt es, wenn ihr das zum ersten Mal macht, dass ihr eine Kalibrierung macht. Das blende ich euch jetzt kurz ein, damit ihr seht, wie ihr durch diesen Kalibrierungsprozess durchgeht. Das ist wirklich wichtig, weil die Qualität von wo die Linien dann oder die Schnittlinien dann zu liegen kommen, ist wirklich massiv besser. Also ich würde es euch wirklich empfehlen und er sagt euch das auch, macht diese Kalibrierung. Das heißt, ich sende das Kalibrierungsblatt an den Drucker und wähle meinen Drucker aus und sage drucken. Und wenn ich das Blatt ausgedruckt habe, kann ich hier sagen weiter. Dann sagt er mir, ich soll es auf der Matte platzieren und da nehme ich natürlich diejenige, die nicht stark haftet. Das schön oben in die Ecke legen. Weiter. Dann sagt er mir, der Plotter soll die Feinschnittklinge drin haben und ich soll die Matte laden. Und dann sagt, ich soll auf Los tippen, um die Kalibrierung zu starten. Das machen wir. Jetzt scannt er das Ganze. Und da guckt er sich an, wo die Linien sind oder wo der äußere Rahmen ist. Den sucht er ab. Jetzt hat er hier innen drin das kleine Viereck geschnitten und das ist bei mir komplett daneben. Das ist ein ganzer Millimeter bis fast 2 Millimeter daneben. Er fragt mich hier, berührt die Schnittlinie durchgehend die gedruckte Linie? Definitiv nicht. Weiter zur Grundkalibrierung. Weiter. It never rains in California. The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind. Kann ich mir das angucken und hier oben ist es bei mir die 14, das heißt obere Linie Nummer 14 und bei den seitlichen am besten sieht das Q aus, das heißt, das hier wähle ich Q aus. Sage weiter. Dann sagt er, Grundkalibrierung abgeschlossen, um das noch mehr zu überprüfen, soll ich ein weiteres Kalibrierungsblatt drucken, sage ich auswerfen und sende nochmal ein Blatt an den Drucker. Das habe ich gemacht, das heißt, ich lege das hier nochmal schön drauf, dann sage ich hier weiter, er sagt Blatt drauf machen und dann das Ganze laden. Und dann kann ich hier auch wieder auf Los drücken. And you're doing the same. No rain, no flowers. Nothing's growing where your heart is fire. But baby. Jetzt hat er das nochmal geschnitten und ich sehe es tatsächlich nicht, weil es genau in diesem schwarzen Feld ist. Also auf dieser schwarzen Linie drauf ist jetzt der Schnitt. Und jetzt fragt er mich, berührt die Schnittlinie durchgehend die gedruckte Linie? Definitiv ja. Weiter. Jetzt macht er das Ganze nochmal mit diesen Linien. Und ich sehe jetzt schon, dass er massiv näher dran ist als vorhin, weil vorhin war er wirklich hier komplett daneben, als er angefangen hat. Und jetzt ist er eigentlich schon näher dran. Gucke ich mir auch hier wieder die Linien an, wo ist der am besten drauf. Das ist hier, oben ist es die 10.
Und hier ist es das M. Weiter. Jetzt hat er dieses Feld geschnitten und ich sehe, dass er wirklich schön auf dieser schwarzen Linie ist. Bist du mit dem Schnitt zufrieden? Ja. Weiter. Und die Kalibrierung ist abgeschlossen und ich kann schließen. So, und wenn ihr mit der Kalibrierung durch seid, dann könnt ihr hier sagen an Drucker senden. Ich stelle da jeweils noch ein, dass es optimal druckt. Alles andere lasse ich so und dann sage ich drucken. Wenn ihr das zum ersten Mal macht, würde ich euch empfehlen, das ganz einfach auf ein Druckerpapier auszudrucken, einfach damit ihr seht, hat es wirklich funktioniert. Und dann könnt ihr es einfach nochmal drucken. Und beim Einlegen in den Drucker müsst ihr natürlich gucken, was oben und unten oder was vorne, was hinten ist. Bei meinem Drucker muss ich das Papier so reinlegen, damit der es dann so durchspult. Und so habe ich das wunderbar gedruckt. So, jetzt können wir hier noch das Material auswählen. Und da habe ich ein Material, das heißt Printable Vinyl White Green Liner Printing. Weiß-Grün, ne? Das ist das. Können wir das auswählen. Und jetzt muss ich das Ganze auf die Matte legen und dann können wir das auch schon laden. Da nehme ich die blaue Matte, lege das hier schön in die Ecke. Dann können wir hier das Gerät nehmen und natürlich hier auch drauf gucken, dass ihr hinten genug Platz habt, dass das durchspulen kann. Das Laden. Spult er das einmal durch, damit er sieht, dass die Matte schön liegt. Und jetzt kann ich in der App sagen, los. Und dann sucht er sich die Passmarken ab und fängt dann an zu schneiden. Und wenn er durch ist, sagt er das euch auf der App. Könnt ihr sagen, auswerfen, okay. Respektive, wenn ihr unsicher seid, wenn ihr es zum ersten Mal macht, könnt ihr auch kurz in einer Ecke gucken, bevor ihr es rausnehmt, ob das gut geschnitten hat und wenn nicht, das nochmal schneiden lassen. Aber ich hatte das schon mal gemacht und weiß, dass das funktioniert. Jetzt wie immer von der Rückseite, also die Matte vom Material lösen und nicht umgekehrt. Und dann können wir natürlich hier die Linien noch abschneiden, damit es auch schön aussieht. Dann haben wir hier wunderbar unsere Sticker. Und so habt ihr das wunderbar genauso geschnitten, wie ich das haben wollte. Und das Papier ist ein bisschen teuer, muss ich sagen, aber wenn man das vergleicht, wenn man das so auf ein normales Papiersticker-Papier drauf macht, ist die Qualität schon besser. Von dem her könnt ihr mit der Cricut Joy Extra im Vergleich zu Cricut Joy jetzt eben auch einen Print-and-Cut machen oder einen Drucken und dann schneiden und so wunderbar eure Sticker machen. Muss jetzt nicht Stickerpapier sein, kann auch sein, wenn ihr irgendwelche Karten macht und ein Motiv auf ein Papier ausdruckt und das und da ausschneiden wollt. Auch das geht, da müsst ihr einfach die Materialeinstellungen anpassen und
wenn ihr merkt, wenn ihr das ausprobiert, dass das nicht funktioniert hat, dass die Schnitteinstellungen zu wenig tief sind oder zu tief sind, könnt ihr das auch in den Materialeinstellungen anpassen. Ne? Das zum Thema Sticker, heute hier mit dem Printable Vinyl. Die Kartenmatte, das zeige ich euch nicht jetzt heute in dem Video, aber es ist eigentlich genau gleich wie mit der Cricut Joy. Der Unterschied ist einfach, dass ihr hier alle Größen zur Verfügung habt. Das heißt, wenn ihr die vorgefertigten Karten von Cricut verwendet, habt ihr die 10er, die 20er, die 30er und die 40er, die ihr mit dieser Karte verwenden könnt aufgrund der Größe. Aber ihr könnt hier natürlich, also ihr müsst nicht die Cricut-Karten verwenden, es ist nicht zwingend, sondern ihr könnt auch eure eigenen Karten auf die entsprechende Größe schneiden und hierfür dann die Cardmat verwenden. Ne? Geht auch. Jetzt hatte ich euch ja noch gesagt, ne, ich will euch noch eine andere Option zeigen, einfach, dass ihr die auch kennt. Das ist die Portrait 3 von Silhouette. Hatte ich euch auch schon ein Video dazu gemacht. Das könnt ihr da auch angucken. Ich wollte euch einfach so ein bisschen die Unterschiede zeigen. Erstmal von der Größe und vom Gewicht. Hier sind wir bei 31,7 cm mal 15,2 cm mal 13,9 cm. Und hier drüben sind wir bei 41,1 cm mal 14 cm mal 11,2 cm. Vom Gewicht her, die hier ist 2,7 Kilo, hat schon ein schönes Gewicht. Und die hier ist 1,6 Kilo. Verbunden, die hier wird mit Bluetooth verbunden. Die hier, da habt ihr Bluetooth, aber auch USB. Von den Tools her habt ihr hier, wie ihr es gesehen habt, ich habe das Standardmesser, dann habt ihr einen Stift oder verschiedene Stifte, alle die für die Cricut Joy gehen, auch hier. Und was hier auch geht, ist das Foiling Tool, aber da müsst ihr das für die Cricut Joy, weil das ist ja nicht kompatibel mit den vom Maker, von dem her müsste es das sein für die Cricut Joy. Hier haben wir auch das Standardmesser, nennt sich Automatikmesser, wo ihr auf dem Programm das Material auswählt und dann stellt er sich selber ein, basierend auf den Angaben, auf welche Schnitttiefe er schneiden soll. Dann haben wir hier auch Stifte für die Porträt, dann die Adapter für die Stifte. Und was wir hier zusätzlich auch haben, ist ein 2 mm Craftblade, weil die hat einen Durchlass von 2 mm, von dem her könnt ihr die hier verwenden. Von den Matten für die Cricut Joy extra habt ihr ja hier die Low Grip Matte, die Standard Grip Matte und die Kartenmatte. Und für die Porträt habt ihr einerseits auch die Standard Grip Matte, aber ihr habt auch noch eine Picscan Matte. Warum die Picscan Matte, warum ich die so cool finde, ist vor allem, wenn ich zum Beispiel etwas stemple und die Stempelausdrücke ausschneiden will und nicht hier mit der Schere ausschneiden will, dann kann ich die hier drauflegen oder das Blatt drauflegen, wo ich das gestempelt habe und das einfach ausschneiden lassen. Finde ich wirklich eine super Lösung, weil damit haben wir hier, hier haben wir einen Print and Cut, das heißt drucken und schneiden. Das haben wir hier natürlich auch, aber durch die Picscan Matte haben wir eben auch ein Scannen und Schneiden. Von der Größe her, wenn wir die vergleichen, die von Cricut ist hier ein kleines bisschen breiter. Wenn wir uns aber den Schneidebereich angucken, bei Cricut haben wir da 20,8 mal 29,7. Wenn ihr mit der Matte schneidet, wenn ihr Smart Material verwendet, dann seid ihr bei 21,6 mal Zentimeter mal 1,2 Meter. Und bei der haben wir einen Schneidebereich von 30 mal 20 Zentimeter. Und um gleich das Thema mit dem Smart Material noch aufzunehmen,
Hier für Cricut gibt es ja eben das Smart Material. Ich denke, es ist kein Geheimnis, ihr werdet es in meinen vergangenen Videos auch schon gesehen haben, dass ich nicht so ein Fan bin davon. Ich finde es halt einfach schon sehr teuer. Aber ihr könnt mit dem ohne Matte schneiden, wenn ihr das Smart Material verwendet. Und hier haben wir den Vorteil von der Portrait, weil hier könnt ihr, wenn irgendetwas auf einem Träger liegt, könnt ihr das wunderbar ohne Matte schneiden, egal von welcher Marke. Das heißt, ich kann hier ganz einfach meine Caesar-Folien nehmen, die da reinmachen und dann schneidet er die. Ne? Das funktioniert. Somit kann ich auch längere Sachen schneiden. Das geht. Und der Vorteil ist auch, wenn ich zum Beispiel aus einem stärkeren Kraftpapier eine Box ausschneiden will, funktioniert auch das ohne Matte. Und da lässt es dann einfach solche kleinen Stege stehen, damit das nicht durchfällt oder hinausfällt, während er noch weiter schneidet. Und die kann man dann ganz einfach lösen. Der Vorteil ist halt einfach, wenn ich Papier von einer Matte löse, dann kringelt es sich meistens so ein bisschen und es hat manchmal auch so Rückstände von diesem Kleber drauf. Und das habe ich dann halt einfach nicht, wenn ich das ohne Matte schneiden kann. Aber wenn euch das noch mehr interessiert, da habe ich auch ein Video dazu gemacht, wo ich das gezeigt habe. Einfach von der Länge her war hier mal gesagt, ne, das sind 1,2 Meter. Hier habt ihr maximale Länge von 3 Metern. Dann bedienen, und das ist hier wirklich der Vorteil von den Cricut-Produkten allgemein, weil der Cricut Design Space ist schon wirklich von den Plotterprogrammen, die ich verwende, der beste, um das auch auf dem iPad zu verwenden, weil es wirklich auch als App entwickelt wurde. Bei Silhouette haben wir die Silhouette Go App. Das ist aber nur zum Ausführen. Das heißt, ihr bereitet euer Projekt auf dem PC vor und speichert es dann in eurer Bibliothek und könnt es dann über die Silhouette Go App abrufen, ganz minimale Änderungen vornehmen, mehr in der Größe oder so, und dann das von da aus den Auftrag geben, um das auszuplotten. Hier wurde aber gesagt, dass die das noch weiterentwickeln. Als ich euch die App zum ersten Mal gezeigt habe, habe ich noch gesagt, da ist nichts geplant, dass es weiterentwickelt wird. Aber wir haben gesehen, dass beim Silhouette Summit in Hawaii wurde da auch gesagt, dass die App weiterentwickelt wurde. Bin da gespannt, was kommt. Das werde ich euch auf jeden Fall zeigen. Von der Lärmkulisse her ist die Cricut Joy Extra definitiv leiser als die Portrait. Ist nicht extrem laut, aber die ist leiser. Da kommt allerdings auch ein Nachfolgemodell. Das ist die Portrait 4. Und schon eine kleine Ansage hier. Ich werde es euch tatsächlich auch in 2 Wochen zeigen, weil ich habe sie schon. Die ist allerdings noch in einer Box verpackt, weil ich ganz einfach noch nicht die Chance hatte, das auszuprobieren und zu testen und euch das dann zu zeigen. Von dem her müsst ihr euch da noch 2 Wochen gedulden, dann seht ihr auch die Portrait 4. Und ich würde sagen, das sind so die Hauptaugenmerke, die unterschiedlich sind. Und wie immer, es geht mir nicht darum, euch zu sagen, das Gerät müsst ihr haben oder das Gerät müsst ihr haben, sondern mir geht es darum, euch die Geräte zu zeigen, damit ihr dann entscheiden könnt, basierend auf das, was ihr Wert legt und was ihr gerne damit machen möchtet, dass ihr euch dann selber entscheiden könnt. Ne? Also für mich gibt es kein, das ist das beste Gerät oder das ist das beste Gerät, sondern es gibt für jeden einzelnen Benutzer das richtige Gerät. Oder manchmal sind es auch 2, wenn man irgendwie mit einer so etwas machen will und das kann aber die andere nicht, dann sind es halt manchmal auch 2. Ja, von dem her hier einfach die Alternative und wie gesagt, wenn ihr euch noch ein bisschen gedulden könnt, dann werde ich euch auch die Portrait 4 noch zeigen. Und was ich hier auch noch sagen wollte, von der Verfügbarkeit in Deutschland könnt ihr die wunderbar bei Cricut bestellen, alles gut. In der Schweiz würde ich euch anraten, da noch ein bisschen euch zu gedulden, weil ich habe gesagt, der Prozess war echt mühsam für mich, damit ich die kaufen konnte, weil ich habe es über die Cricut-Seite von Deutschland gemacht, musste das aber dann mit meinem Einkauf machen und die ganzen Zollkosten und Gebühren, da war dann nochmal obendrauf zum Gerät ein ganzer Hunderter, also 100 Franken
mehr. Ne? Von dem her würde ich sagen, wartet da einfach, geduldet euch und dann spart ihr euch das Geld. Ich habe es gemacht, weil ich euch die unbedingt zeigen wollte. So, aber das war es jetzt eigentlich auch schon für heute. Das war das, was ich euch jetzt als erstes Mal zu diesem Gerät zeigen wollte. Eben, dass ihr jetzt massiv größer schneiden könnt oder eine größere Arbeitsfläche zur Verfügung habt. Und das super coole, dass ihr eben mit dem Gerät jetzt mit der Cricut Joy Extra auch einen Print and Cut machen könnt und so eure eigenen Sticker zum Beispiel damit machen könnt. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch, dass es euch gefallen hat und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire, but baby